Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise rund Sizilien und befinde mich gerade in Cefalù und fahre jetzt weiter Richtung Messina. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist Ostermontag, der 10. April 2023. Es ist sehr frisch und es hat bis gerade geregnet. Es kann auch jeden Moment wieder losgehen. Um auf die Straße nach Messina zu kommen von Cefalù aus, musste ich erst in den Berg hoch. Jetzt geht es hier direkt in einen Tunnel. Sehr geschafft. Wie man sieht, ist der Himmel wolkenverhangen. Eigentlich sollte es jetzt gleich aufklaren. Da hat sich ein Tief über der Adria festgesetzt, das hier sich über Süditalien dreht und immer wieder Wolken herschickt. So, das war's mit Cefalù. Die Straße geht hier jetzt am Meer entlang und ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr davon sehe als gestern. Das Problem ist, dass man hier nirgendwo halten kann, um mal einen Blick darauf zu werfen. So, das ist jetzt der Blick zurück auf den Felsen von Cefalù. Der Ort liegt dahinter und da oben sieht es ganz finster aus. So, jetzt hier nochmal der Blick zurück, ein bisschen besser. Ich bin gar nicht weit vom Meer weg, man hört es die ganze Zeit, aber ich sehe es nur selten, weil hier Büsche und Bäume an der Straße sind. Hier unterhalb führt die Bahnlinie entlang, die geht bis Palermo, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wo sie herkommt. Die wird auf jeden Fall noch bedient. Die Eisenbahn geht da jetzt gleich in den Tunnel. Mal sehen, was die Straße macht. Die überquert die Bahnlinie und geht außen rum. Ja, da oben führt die Autobahn entlang. Ganz schön gewagte Konstruktion. Da oben kommt es aus dem Tunnel. Und hier unten wird auch irgendwie ein neuer Tunnel gemacht. Ich weiß nicht warum. Da draußen auf dem Meer scheint die Sonne. Aber es ist hier wie bei uns jetzt irgendwie beim Aprilwetter. Wenn die kalte Luft hier auf das Land trifft, bilden sich Wolken. Es ist rot. Ich hoffe, ich komme da durch, bevor die anderen wieder grün bekommen auf der anderen Seite. Hat geklappt. Ich weiß noch gar nicht, wo ich heute eigentlich hinfahre. Ich fahre einfach jetzt hier an der Nordküste so weit wie ich komme, buche dann eine Unterkunft, wenn ich müde bin. Ich muss sagen, ich habe bisher sehr großes Glück mit den Unterkünften gehabt. Das waren alles fast ausnahmslos Privatzimmer. Meistens sind so Wohnungen, manchmal aber auch ganze Ferienwohnungen. Und die waren alle frisch renoviert und neu gemacht. Das war sehr schön. Die letzte hier hatte sogar USB-Stecker am Brett, damit man da sein Handy aufladen konnte. Toll. Ich nutze da ein großes niederländisches Buchungsportal. Ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen sage ich keine Namen. Und ja, da gucke ich nicht in die Liste der Hotels, sondern wähle gleich die Karte aus und schaue, was für Hotels an der Strecke liegen. Da suche ich mir dann das günstigste raus, da wo ich hin will. Und wenn das ansprechend ist und gut bewertet ist, buche ich das. Sonst nehme ich das nächst teure. Ich habe jetzt hier im April 2023 so zwischen 25 und 55 Euro immer bezahlt pro Nacht. Das nutzt aber gar nichts, das jetzt zu sagen, weil die Inflation ist hoch und die Saison ist absolute Vorsaison. So, wenn du kommst, musst du selber sehen, wie die Preise aussehen. Wie gesagt, schau auf die Karte, dann wirst du einen Überblick bekommen. Ist so schön unten am Meer entlang. Aber jetzt geht's doch hoch, ganz schön aus der Puste. Das ist nochmal der Blick zurück. Die ganze Strecke bin ich jetzt gefahren, von da hinten vom Felsen von Cefalù. Und da unten tobt das Meer. Und da unten ist sogar ein kleiner Strand. Ich bin jetzt in einem Ort, der heißt Finale, aber ich will noch gar nicht Schluss machen. Ja, das war nett in Finale. Es gab einen kleinen Straßensupermarkt. Gerade so ein Zimmer. Und da konnte ich ein paar Bananen bekommen. Das ist so das, was ich
tagsüber am liebsten esse. Ja, leider ist jetzt die Leitplanke dazwischen. Hier unten ist ein wunderschönes Meer. Ich überquere jetzt einen Fluss. Das erinnert mich hier alles so ein bisschen an Portugal. Da war die Küste auch so felsig. Dann, wenn ein Fluss mit einem Tal da lang kam, ging es runter und danach wieder hoch. Nur viel steiler als hier, aber das kann ja auch noch kommen. Ja, leider haben sie hier, als sie die Straße gebaut haben, kaum so Ausbuchtungen gebaut, wo man mal Aussicht hätte. Aber ich denke, die hatten andere Probleme. Warum hat man sich beschwert? Kommt doch schon eine. Man muss sich nur beschweren. Dann kriegt man, was man will. Ja, nur leider gibt es hier nicht viel zu sehen. Nur ein paar kleine Strandhütten und da hinten die Bucht. Die Richtung, in die ich fahre, liegt leider in der Sonne, aber man kriegt vielleicht einen Eindruck. Ja, ich radel hier jetzt gemütlich an der Küste entlang. Filmen ist ein bisschen schwierig, weil links immer eine hohe Leitplanke ist oder Büsche und ab und zu kommt mal eine Bucht oder eine Einfahrt, aber da kommt dann unter Garantie gerade jemand raus. Oder es ist gerade nicht so spannend, so wie hier. Hier wird zwar jetzt eine Parkbucht angekündigt, aber die habe ich verpasst. Ja, und so sieht die Küste hier aus. So in die andere Richtung, in die ich fahre. Da oben kann man eine sehr imposante Autobahnbrücke sehen. Ich weiß gar nicht, ob Ostermontag jetzt hier wirklich Feiertag ist. Es hat alles irgendwie auf. Aber gerade als ich hier in der Bar gesessen habe, da kamen wieder Leute und haben ein Gebäck tablettweise gekauft. Ich kann es wirklich nicht sagen. Die Sonne will gar nicht richtig rauskommen, es bilden sich immer wieder neue Wolken. Weit draußen ist es wolkenfrei und hier tauchen sie dann auf. Es ist halt so Rückseitenwetter von dem Tief. Jetzt kann man die Autobahnbrücke noch mal richtig sehen. Die geht da oben in so einer Kurve über den Berg. Und wieder geht es weiter in einen Taleinschnitt rein. Bis zur nächsten Brücke. Der nächste Ort liegt links von mir auf dem Berg. Ich hoffe, ich muss da nicht hoch. Ja, es geht doch ein bisschen hoch. Ich hatte mir vorsorglich schon mal die Jacke ausgezogen, aber das war ein bisschen voreilig. Es ist doch noch sehr frisch, wenn die Sonne nicht draußen ist. So, oben angekommen und hier ist Santo Stefano di Camastra. Und gleich geht es wieder runter. Hier gibt es jede Menge Souvenirshops. Das muss ein Touristenort sein. Sind wohl bekannt für ihre Töpferarbeiten, weil jeder zweite Laden hat irgendwelche Teller und Vasen an der Wand hängen. So wie hier, Keramos. Ich bin mal kurz von der Strecke abgebogen, um mir den Ort mal ein bisschen anzuschauen, aber hier ist ein furchtbares Römerstraßen-Kopfsteinpflaster. Aber sehr schön hier. Zurück muss ich schieben, weil es ist Einbahnstraße. Ja, das wird immer doller hier mit der Keramik. Und hinterm Ort geht es jetzt in Serpentinen bergab. Es gibt wohl auch noch einen kleinen Fischerhafen. Den kann ich jetzt nur durch dieses Tor filmen. Ja, und das ist ein fantastischer Ausblick hier. Es geht weiter an der Küste lang. Ganz da oben auf dem Berg, da ist ein Ort. Wir müssen vor irgendwas Angst gehabt haben. Das müsste Caronia sein.
bestimmt Menschen, die noch nie von diesem Berg runtergekommen sind in ihrem Leben. Ja, hier ist wieder so ein Taleinschnitt und wird gleich für die Landwirtschaft genutzt. Ab und zu kommt jetzt auch die Sonne raus. Die dunkelsten Wolken sind im Moment weggezogen. Ich fahre jetzt ohne Jacke weiter, obwohl der Wind aufgefrischt hat und der kommt jetzt so von der Seite. Kaum kommt man um die Ecke, da hat sich doch noch eine dunkle Wolke festgesetzt. Ja, diese Berge hier sind schon der Wahnsinn. Ich habe so den Eindruck, ich habe gar nicht richtig das ursprüngliche Sizilien gesehen. Es liegt mehr im Inland, aber da ist Fahrradfahren, glaube ich, kein so großer Spaß. Leider liegt alles im Dunst. Hinten könnte es auch noch regnen. Ich bin inzwischen auf der Höhe von Torre del Laure, das liegt hier links unter mir. Und da ist wieder eine böse Wolke, die ich jetzt gerne vorbeiziehen lassen möchte. Ja, dort unten ist ein schöner Strand, hinter der Leitplanke. Aber hier jetzt anzuhalten, wäre Selbstmord. Jetzt geht es wieder über eine unheimlich lange Brücke. Zum Glück nicht durchs Tal. Die Sonne ist wieder da, die dunkle Wolke ist nach rechts abgezogen. Aber die Straße war verdächtig nass, als hätte es da kürzlich noch geregnet. So, nach langer Zeit kommt mal wieder ein Ort. Es ist inzwischen 10 vor 1. Ich bin ziemlich gut vorangekommen. Ich könnte jetzt mal einen Kaffee gebrauchen oder irgendwas anderes. Mal schauen, was es hier so gibt. Acquedolci heißt der Ort anscheinend. Bestimmt vollkommen falsch ausgesprochen. Seit langem habe ich noch mal Blick aufs Meer. Und da kann man die Schatten der Wolken gut erkennen hier. Und da ziehen sie hin. Wir werden hier kurz vom Ufer dunkel und ziehen dann über die Berge. Wenn ich unter so einer dunklen Wolke bin, dann muss ich wieder eine Jacke anziehen. Sonst kann ich auch mal ohne fahren. Ich komme ganz gut voran und es ist jetzt gerade 1 Uhr durch. Mal sehen, wie weit ich noch komme. Oh, der nächste Ort hat einen sehr langen Namen, den ich mir jetzt nicht merken konnte. Hier ist alles zu. Es gibt aber einen schönen kleinen Platz mit einer hübschen Kirche. Jetzt muss ich einmal ganz weit ins Landesinnere. Wahrscheinlich da hinten links auf die Brücke. Über diese da. Ist das ein Steinbruch oder was ist das? Ein Ort ganz oben auf dem Berg. Das hier ist wahrscheinlich der dazugehörige Küstenort, aber hier ist auch alles dicht. So, ich komme jetzt gleich nach Rocca di Caprileone und hier muss ich mich entscheiden, was ich jetzt weitermache. Ob ich jetzt hier weiter auf der Küstenstraße bleibe oder mich doch mal ins Inland wage und darüber nach Taormina fahre, am Ätna entlang. Da liegt aber eine furchtbare Gebirgskette dazwischen. Und ja, der Regen drückt halt immer da rein. Ne? Ist schwierig. Aber ich würde auch gerne was vom Inland sehen. Also bisher habe ich, wie gesagt, nicht das Gefühl gehabt, das wirkliche Sizilien erlebt zu haben. Ich glaube, hier müsste ich jetzt abbiegen. Jetzt muss ich mal in mich gehen. Ist doch noch ein Stück weiter, habe ich noch Zeit zu überlegen. So, das ging hier in dieses Tal hinein. Ja, und dann über diese Berge da hinten irgendwann in 20 Kilometern. Und kurz bevor es den Pass rauf geht, wäre eine Unterkunft. Ich schaue mal auf die Wetterkarte.
Ja, wie befürchtet, zieht der Regen vermutlich genau in dieses Tal rein. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Von Tortorici, da wo ich mir jetzt eine Unterkunft gebucht habe, was so in ungefähr 20 Kilometer Entfernung liegt, da geht es dann richtig hoch auf 1000 Meter. Es wird auch sehr kalt morgen. Ja, aber ich mache es trotzdem. Ich will mal was vom Inland sehen. Außerdem den Ätna von der anderen Seite. Ich hoffe, der macht jetzt keinen Quatsch, der Ätna, und bleibt ruhig. So, liebe Berge, ich komme. Das habe ich nur getan. So, jetzt habe ich gerade noch ein französisches Paar getroffen. Die meinten, da an der Küste entlang, wo ich jetzt abgebogen bin, wird es richtig bergauf und bergunter gehen. Vielleicht war das ganz richtig, die Entscheidung hier abzubiegen, aber vielleicht verpasse ich da auch schöne Aussichten. Aber man kann es nie perfekt machen. Ich bin jetzt gespannt, was hier auf mich zukommt morgen. Ui, kleine Ferkelchen. Das ist ja niedlich. Die haben ein Loch zum Suhlen. Oh, hier ist jetzt aber auch gleich wärmer. Hier weht nicht so ein Wind. Die Franzosen meinten, es würde eine Weile lang erstmal eben durchs Tal gehen. Das käme mir entgegen, wenn ich dann morgen gleich den Anstieg machen müsste. Tortorici. Geht doch ganz schön bergan. Ich bin jetzt schon fast auf 240 Meter hoch von Meereshöhe. Ja, das ist aber ganz gut. Muss ich morgen nicht mehr so viel hoch. Es sind jetzt noch ungefähr 5 Kilometer bis in dem Ort, wo ich meine Unterkunft habe. Der Vermieter hat schon angefragt, wann ich komme. Das ist mal ein Abschnitt nicht ganz so steil. Also jetzt nicht auf der anderen Seite vor dem Fluss hält ein Hund. Zum Glück ist der Fluss dazwischen. Und passt da auf irgendwas auf. So, das Ortsschild ist schon mal erreicht. Der Ort ist noch ein bisschen weiter weg und liegt, glaube ich, auch weiter oben. Ich glaube, meine Wohnung liegt ganz oben. So, die ersten Häuser. Jetzt wird es enger bebaut und am Himmel hat sich was zusammengebraut. Wie immer auf den letzten 500 Metern. Es gibt einen Supermarkt, aber der hat natürlich jetzt zu. Vielleicht aber morgen früh geöffnet, dass ich noch was erstehen kann. Jetzt sind die ersten dicken Tropfen gefallen und der Ort ist doch größer, als ich dachte. So, ich habe meine Unterkunft gefunden und das ist mal wieder ein Volltreffer. Also sowas Schönes. Und noch ein modernes Bad dazu, sehr schön. Und ein klitzekleiner Balkon mit Blick auf die Berge. Und hier gibt es noch einen Gemeinschaftsbereich mit einer kleinen Kochecke. Da habe ich mal wieder richtig Glück gehabt. Wunderschön hier. Bis jetzt scheint es die richtige Entscheidung gewesen zu sein, abzubiegen von der Küste. Ob ich das dann morgen auch noch so sehe, werden wir sehen. Da geht es dann in die Berge über den ersten Kamm mit Blick auf den Ätna und dann nochmal durch die Berge Richtung Taormina. Ja, und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!